Hi, guten Morgen. Hi. Hast du zufällig kurz Zeit für 70 plus 3 kurze, schnelle Fragen? Zufällig habe ich die. Komm rein. Cool, danke. Bist du gerade aufgestanden? Nee, wieso? Sehe ich so aus? Ein paar Stündchen habe ich schon auf dem Bein. Wann stehst du normalerweise auf? Meistens richten wir uns so ein bisschen nach der Sonne. Also aktuell ist das so gegen 7, halb 8, würde ich sagen. Und ich sehe, du trinkst gerade Kaffee. Gibt's das jeden Morgen bei dir? Bei mir gibt es das jeden Morgen, ja. Ist so ein kleines Morgenritual zum Wachwerden. Möchtest du einen? Nee, danke. Na gut. Eure Küche ist ja nicht gerade groß. Ist das irgendwie komisch, in so einer kleinen Küche zu kochen? Es war schon eine kleine Umstellung, aber ich muss sagen, mit 2 Herdplatten und dann auch noch Gas funktioniert das ziemlich gut. Und gibt's außer dem Kaffee noch ein anderes Morgenritual? Auf jeden Fall erstmal klar Schiff machen hier, weil auf kleinem Raum entsteht ziemlich viel Schmutz und Dreck und ganz wichtig ist da auf jeden Fall auch das Bett ausschütteln, weil wie in jeder Wohnung, wenn das Bett gemacht ist, sieht es einfach viel ordentlicher aus. Ein Ritual, was im Van besonders wichtig ist, weil wir wollen ja abends in ein sauberes, frisches Bett liegen. Und besonders wenn man einen Hund dabei hat, ist einmal mehr ausschütteln nicht verkehrt. Ihr habt also einen Hund dabei? Ja, liegt unter dir. Und wie heißt er oder sie? Es ist eine Sie und sie heißt Pepper. Oder Abkürzungen sind sehr viele möglich. Meistens nennen wir sie Peppy. Und habt ihr sie aus dem Tierschutz? Ja, wir haben sie aus dem Tierschutz. Sie ist ein Rumäne, eine Rumänin. Und ist auch schon von Anfang an dabei? Ist schon seit Anfang an dabei. Wir haben sie zu uns geholt, als wir gerade den Van ausgebaut hatten. Also sie hat noch einen eigenen Platz im Van bekommen. Ja, cool. Und wie macht sie das Reisen so mit? Bisher macht sie das alles ziemlich gut mit, muss ich sagen. Wir hatten unsere Ups and Downs. Sie ist ziemlich territorial. Also solltet ihr in unseren Van kommen, kündigt euch lieber an. Sie ist da schon sehr beschützerisch. Aber sonst macht sie das Reisen 1A mit. Wollen wir uns draußen auf den Balkon setzen? Ja, klar. Papi. Eine feine Maus. Willkommen auf unserer Terrasse. Vielen Dank. Wo sind wir eigentlich hier? Wir sind in Baja Sur, Mexiko. Baja California Sur, Mexiko. Und etwas nördlich von La Paz. Eigentlich ein ganz nicer Spot hier, oder? Eigentlich ein ganz nicer Spot hier, ja. Wir stehen ein bisschen vom Strand weg. Hier ist ein bisschen windstiller. Zwischen Kakteen. Haben ein paar hundert Meter zum Strand nach vorne. Und Könnte schlechter sein. Und müsst ihr dafür auch bezahlen hier? Nee, hier darf man tatsächlich einfach frei stehen. Wild campen. Wow, das ist ja cool. Ja. Und ist das oft so in Mexiko? Bisher haben wir sehr, sehr viele Stellplätze so gefunden. Aber es gibt auch ein paar Orte und Strände, wo man Campinggebühren bezahlen muss. Und wenn der Spot so nice ist wie hier, wie lange steht ihr denn schon hier? Wir stehen jetzt hier, glaube ich, insgesamt schon seit 4 Tagen. Wir waren nicht die ganze Zeit allein, wir waren in der Gruppe unterwegs, aber ja, insgesamt 4 Tage. Nicht schlecht. Ich muss eigentlich mit Peppy eine Runde drehen. Sollen wir hier mal die Lage auschecken? Magst du mitkommen? Klar. Und was findest du so am Vanlife eigentlich am besten? Eigentlich beantwortet dieser Stellplatz schon ziemlich viel. Man kann, egal
ja, wo man ist, einfach seine Haustür aufschlagen. Man hat alles dabei und kann schöne Natur genießen, kann die Welt bereisen. Steht ihr denn auch immer so frei oder seid ihr auch mal auf Campingplätzen? Die meiste Zeit stehen wir eigentlich so frei, aber zwischendurch stehen wir eigentlich schon auch mal auf Campingplätze, um zu duschen, den Van mal wieder sauber zu machen, Wäsche zu waschen. Und hier in Mexiko bietet sich das auch an. Das sind die recht preisgünstig. Man bekommt sehr viel, aber ja, in den vorigen Ländern war das schon sehr, sehr teuer. Was kosten denn Campingplätze so? Hier in Mexiko kostet eine Nacht so zwischen 10 und 15 Euro. Dann bekommt man aber auch schon relativ viel. In Amerika oder in Kanada war es recht teuer, würde ich behaupten. Ah, krass. Amerika, ja. Wo seid ihr denn alles schon so vor Mexiko überhaupt gewesen? Ja, wir haben Nordamerika bereist, also Kanada und die USA. Und davor waren wir schon 1,5 Jahre in Europa unterwegs und haben da eigentlich sehr, sehr viele Ecken bis auf ein paar Länder schon erkundet. Das bedeutet, ihr habt gar nicht den Van hier gekauft, sondern von Europa verschifft. Korrekt, wir haben ihn von Hamburg nach Halifax verschifft. Und wie teuer ist sowas? Wir haben so ungefähr um die 2000 Euro bezahlt. Und euer Hund, der ist demnach also mit euch hierher gekommen? Ja, absolut. Der ist von Europa mit nach Amerika gekommen und ich glaube, er fühlt sich ganz wohl hier. Müsst ihr aufpassen, dass er nicht hier bleiben möchte. Wahnsinn. Und wie war das so mit dem Flug? Ziemlich emotional. Ich glaube, wir als Person haben uns mehr Stress gemacht als der Hund selbst. Sie war schon ziemlich entspannt, aber wir haben sehr viel Training davor gemacht und sie hat das sehr, sehr gut gemeistert. Also sie hat sich sehr gefreut, als wir sie wieder in die Arme genommen haben und war eigentlich auch nicht traumatisiert oder so. Das hört sich sehr gut an. Ja. Umso schöner, dass es so gut geklappt hat. Hättest du für die Zuschauer irgendwie einen Tipp dahingehend, was du besonders ans Herz legen würdest? Ich würde sehr, sehr früh mit dem Boxentraining anfangen. Also es gibt ja eine gesonderte Flugbox und ja, da haben wir schon 8 Wochen vorher mit dem Training angefangen, dass das quasi ihr Rückzug ist und sie sich in dieser Box ziemlich wohl fühlt. Und das Training sollte man so früh wie möglich beginnen. Also ein ganz schön aufregendes Abenteuer, nehme ich an. Absolut, absolut. Also es hat schon sehr, sehr aufregend angefangen. Das kann man schon so sagen, ja. Ich glaube, dein Hund hat alles erledigt und hier ist ganz schön windig. Wollen wir wieder zurück auf euren Balkon? Ja, stimmt. Auf unserer Terrasse ist ein bisschen windgeschützter. Let's go. Komm, Papi. Schon besser. Home sweet home. Home sweet home. Dann habt ihr schon ziemlich viele Länder bereist. Welches hat dir denn bisher am besten gefallen? Bisher muss ich sagen, hat mir am besten Irland gefallen. Aber einfach, weil es uns so überrascht hat. Wir hatten super Bombenwetter und wir sind den Wild Atlantic Way entlang gefahren und die Natur hat uns einfach überwältigt. Und seid ihr denn eher in der Natur oder, also ich nehme an in der Natur, oder auch vielleicht doch mal in Städten unterwegs? Zwischendurch sind wir schon auch manchmal in Städten, aber ich würde sagen, so 80% stehen wir in der Natur, weil es einfach uns mit dem Van raus in die Natur zieht. Aber ab und an wollen wir uns dann doch auch mal eine Stadt angucken und ja, die Annehmlichkeiten von der Stadt genießen, wie Cafés und Restaurants und so. Wie kann man sich denn Vanlife in der Stadt vorstellen? Man ist eigentlich direkt mitten in der Stadt und kann von seinem kleinen rollenden Zuhause aus ziemlich viele Annehmlichkeiten genießen. Eigentlich ist es sehr, sehr genial, weil wenn man auch mal was trinkt, muss man nicht mehr nach Hause fahren, sondern man kann sich direkt ins Bett fallen lassen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es größere Städte sind, dann ist es auch manchmal ein bisschen komisch. Hast du dich denn auch schon mal unwohl gefühlt mitten in der Stadt? Ja, es gab schon auch mal die ein oder andere Situation. Manche Parkplätze sind auch manchmal Treffpunkt für Jugendliche zum Party machen und da fühlt man sich dann schon manchmal ein bisschen unwohl, wenn da um den Van herum so ein bisschen Tumult ist.
Und was macht ihr dann da? Was machen wir dann da? Wir versuchen uns so unauffällig wie möglich zu verhalten. Das kann man mit einem Transporter ganz gut. Wenn es uns dann zu viel wird und der eine sich dann zu unwohl fühlt, dann verlassen wir manchmal auch den Stellplatz. Das ist natürlich verständlich. Und ja, wünschst du dir manchmal dann vielleicht auch das alte Leben zurück und vielleicht einen festen Wohnsitz oder ein Haus? Ich würde, glaube ich, lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Manche Annehmlichkeiten wünscht man sich dann doch zurück, die man so in der Wohnung hatte, wie fließend Wasser und eine Toilette. Aber gerade aktuell ist es im Van genau richtig, so wie es ist. Apropos fließend Wasser, wie macht ihr das eigentlich mit dem Klo? Wir haben eine kleine Trockentrenntoilette mit dabei und die genügt für Notfälle absolut aus. Und ansonsten ist es eigentlich wie wenn man auf Reisen oder im Auto unterwegs ist. Wir benutzen einfach öffentliche Toiletten. Was genau ist dann eine Trockentrenntoilette? Da wird das Flüssige vom Festen getrennt und dann trägt man quasi sein Säckchen trocken zum nächsten Mülleimer. Das funktioniert? Und das funktioniert. Aber ihr habt bestimmt keine Dusche. Wir haben eine Außendusche, leider nur mit kaltem Wasser, aber jetzt bei dem Wetter reicht die vollkommen aus. Okay, genug über Hygiene gesprochen. Sinn macht das ja alles schon. Aber gibt es denn auch irgendwas, was dich so richtig nervt am Van? So richtig am Van nervt mich eigentlich nur, dass es manchmal zu klein ist. Für 2 Personen. Man sich dann doch mal auf die Pelle rückt. Und die Alltagssachen, wie man muss Wasser nachfüllen gehen, man muss eben dann doch mal sein Säckchen davontragen, man muss gucken, dass man immer genug Batterie hat, man muss sich einen Stellplatz suchen. So diese Alltagssituationen können manchmal schon auf die Nerven gehen, aber es überwiegt, also die positiven Dinge überwiegen dem Negativen, würde ich sagen. Aber willst du also etwa sagen, es ist nicht immer nur Abenteuer und Relaxen am Strand? Es ist nicht immer nur Abenteuer und Relaxen am Strand, es ist auch sehr viel Alltag mit dabei, der oftmals in den sozialen Medien oder auch hier auf YouTube versteckt wird. Apropos Alltag, wie vertreibt ihr euch eigentlich die Zeit, wenn ihr nicht gerade am Strand relaxt? Wir sitzen hier, geben Interviews, nehmen selbst die Kamera in die Hand und machen über unsere Reise Vlogs und teilen unsere Abenteuer auf YouTube. Das nimmt schon einen sehr großen Teil unseres Alltags, unseres Reisens ein. Und ansonsten planen wir natürlich unsere Reise fleißig, was wir noch so machen wollen. Und sonst auch einfach, wie alle anderen Menschen auch, am Handy rumdaddeln, Serien gucken, Bücher lesen, Spiele spielen, andere Menschen treffen. Das klingt ziemlich spannend, ja. Aber ich muss noch mal kurz zurückrollen. Du hast gerade YouTube gesagt und ihr nehmt die Kamera in die Hand? Ja. Was ist denn damit auf sich? Wir haben einen kleinen YouTube-Kanal, posten sonntags regelmäßig unsere Videos und nehmen euch mit auf unsere Reise. Also abonniert direkt, kommentiert jetzt unter unserem Video, liked das Video. Peng, peng, peng. Ja, perfekt. Wie ist es denn so, wenn man das immer in die Kamera sagt? Ach, es fühlt sich schon manchmal so nach Aufmerksamkeit erhaschen an. Also irgendwie ist das immer noch der Part des YouTube-Videos, wo wir uns am unwohlsten fühlen, weil wir natürlich, irgendwie wollen wir die Menschen dazu animieren, zu interagieren mit unseren Videos, weil uns das natürlich am meisten unterstützt, mehr Reichweite zu generieren, aber ja, darum zu fragen, fühlt sich schon sehr komisch an. Oh, sorry, da ist mein Akku einmal kurz leer gegangen. Ja, kein Problem. Ich glaube, ich würde sowieso einmal aus der Sonne und mir was zu trinken holen. Komm gern mit. Gar keine schlechte Idee. Wow, das sind ja coole Edelstahlflaschen und Behälter. Wo habt ihr die denn her? Die haben wir von unserem Partner Same But Green. Und
Ja, wir finden sie auch mega. Sie sind super robust und gefallen uns richtig gut. Und wenn ihr mit dem Link unten in unserer Beschreibung bestellt oder mit dem Code Neuland10, dann spart ihr 10% auf eure Bestellung. Cheers, magst du einen Schluck? Nee, danke. Aber das Angebot klingt mega. Trotzdem genug mit der Werbung. Wo sind wir nochmal stehen geblieben? Bei YouTube, genau. Wann habt ihr denn mit YouTube überhaupt angefangen? YouTube, unsere ersten Schritte bei YouTube haben wir mit den Ausbauvideos für unseren Van gestartet. Alles noch nicht ganz so professionell, deshalb, ihr könnt gerne mal vorbeigucken, aber habt nicht zu hohe Erwartungen. Van-Ausbau. Das heißt, ihr habt den Van selbst ausgebaut? Wir haben den Van komplett selbst ausgebaut, unser ganzer Stolz. Nicht schlecht. Und ich nehme an, ihr hattet bestimmt Vorkenntnisse, oder? Absolutamente gar keine. Wir haben uns alles entweder angelesen oder hauptsächlich auch andere YouTube-Videos geschaut, wie man Sachen macht, haben uns hier und da Hilfe geholt. Mein Papa war eine große Hilfe und den Dieselheater, also die Standheizung, die haben wir tatsächlich verbauen lassen. Aber sonst haben wir alles selbst gemacht, ohne Vorkenntnisse. Wenn du von wir sprichst, wer ist denn das? Ah, von wir. Mein Mann und ich natürlich. Dein Mann, den habe ich heute noch nicht gesehen. Lerne ich den auch noch kennen? Den lernst du noch kennen. Der ist gerade den Müll wegbringen und bei so einer weit großläufigen Fläche ist der Müll gerne mal ein paar Meter weiter entfernt. Aber ich glaube, der dürfte gleich kommen. Na dann machen wir doch einen kurzen Break. Hi, was ist denn hier los? Willkommen bei 70 plus 3 Fragen. Deine Frau hat schon die erste Hälfte der 70 Fragen übernommen. Übernimmst du die zweite Hälfte? Klar, warum nicht? Dann mal los. Wie bist du eigentlich zum Videoschneiden gekommen? Zum Videoschneiden? Also ich habe schon, ich würde sagen, seit 2010 auf Reisen mit einem Camcorder angefangen, meine Reisen zu filmen. Und habe das eigentlich in allen Urlauben immer weiter gemacht. Und irgendwann sollte da mal ein Film oder eine Dokumentation draus werden. Das hat erstmal noch nicht geklappt, aber dafür sind es kurze Filme bei YouTube. Ein Hobby quasi. Ist es immer noch ein Hobby? Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Hobby ist, aber mittlerweile ist es eigentlich auch schon ein Teil unserer Arbeit, die wir machen während der Reisen, denn wir machen jede Woche ein Video, jeden Sonntag. Um 9 Uhr gibt es ein neues Video und das ist schon mittlerweile auch Arbeit, würde ich sagen. Und arbeitet ihr dann komplett hier vom Van aus? Die meiste Zeit schon. Also wir versuchen immer an schönen Plätzen wie hier zu arbeiten. Das ist aber natürlich nicht so ganz einfach, denn wir brauchen Internet, wir brauchen eine stabile Verbindung, damit wir die Sachen hochladen können, damit wir Musikrecherche machen können. Deswegen arbeiten wir ab und zu auch aus Libraries oder aus Cafés zum Beispiel, aber die meiste Zeit arbeiten wir eigentlich aus dem Van. Ist das dann nicht zu eng hier im Van? Es ist schon eng, aber wir haben uns Abhilfe geschaffen, denn wir können hier vorne beim Beifahrersitz einen Schreibtisch einbauen und dann ist eigentlich dieser Space noch komplett für die andere Person. Ich könnte es euch mal zeigen, wenn ihr wollt. Sehr gern. Und so sieht unser Büro aus. Man hat ziemlich viel Platz hier vorne, es ist super gemütlich und hinten hat derjenige, der da ist, auch noch allen Platz, den er vorher auch hatte. Ziemlich genial, oder? Ziemlich genial. Das sieht echt nach einer Ultra-Raumerweiterung aus. Und wie macht ihr das eigentlich mit dem Strom, wenn du da am Laptop arbeitest die ganze Zeit? Also wir laden einmal über Solar mit 180 Watt und wenn wir fahren, laden wir auch über einen Ladebooster und damit kommen wir eigentlich ziemlich gut hin. Neben unserem 12 Volt System haben wir hinten noch eine 230 Volt Steckdose verbaut und mit der können wir dann auch das Laptop laden. Wahnsinn, quasi ein Office on Wheels. So sieht's aus, so haben wir es uns vorgestellt. Gibt es noch ein anderes Lieblingsgadget von dir hier am Van? Mein Lieblingsgadget. Da würden mir als erstes unsere zusätzlichen LED-Scheinwerfer einfallen. Die kann ich euch aber auch mal zeigen. Das sind die guten Scheinwerfer. Absolut genial, taghell und ja, bringt uns extrem viel Licht, wenn wir in der Dunkelheit fahren. Und das ist ein Wahnsinnsvorteil, den wir nicht mehr missen wollen. Also habt ihr sie oft im Einsatz?
Ja, eigentlich schon. Jetzt in Mexiko eher selten, weil wir hier eigentlich nur am Tag fahren. Wir waren vorher in Kanada unterwegs und da wurde es im Winter sehr schnell dunkel und ja, da sind wir eigentlich immer mindestens einmal am Tag mit den Scheinwerfern gefahren und bei dem vielen Wildwechsel hat uns das immens geholfen und ja, das würden wir jedem empfehlen, da mit ordentlich Licht hinzufahren. Also seid ihr erst vor kurzem im Winter in Kanada gewesen? So sieht's aus. Das war sicherlich sehr kalt, oder? Ich glaube, das Kälteste, was wir hatten, waren minus 25 Grad und wir sind ganz schön an unsere Grenzen gekommen. Also ja, es war kalt. Und wie hat der Van das alles so mitgemacht? Also er steht noch hier, er fährt noch. Das sieht ziemlich gut aus. Wir waren überrascht, wie gut er das alles gemacht hat. Kleinere Wehwehchen wie eingefrorene Wasserleitung. Wir hatten natürlich kein fließend Wasser mehr. Und ein Druckwasserbehälter ist kaputt gegangen. Den mussten wir ausbauen, aber ansonsten hat er das alles überraschend gut weggesteckt. Winter-Vanlife klingt nochmal nach etwas ganz anderem als hier, oder? Definitiv. Also wenn man alleine diese, ich weiß nicht, 40 Grad Unterschied sieht, das ist was ganz anderes. Wir sind wirklich froh, dass wir jetzt im Winter am Strand im T-Shirt und kurzer Hose stehen können. Aber in Kanada minus 25 Grad, das hat's in sich. Habt ihr denn irgendwelche Winter-Vanlife-Tipps? Nehmt warme Sachen mit. Und Dieselstandheizung. Unbedingt eine Dieselstandheizung. Ohne die wären wir, glaube ich, nicht durch den Winter gekommen. Würdest du Winter-Vanlife aber trotzdem empfehlen? Das auf jeden Fall. Vielleicht nicht ganz die Hardcore-Temperaturen, aber die Schneetouren, die wir gemacht haben und Kanada im Winter und das ist Abenteuer pur, traumhaft schöne Natur, nochmal ganz anders als das, was man sonst im Sommer immer hat. Wir können es auf jeden Fall empfehlen, aber ich kann auch sagen, es ist anstrengend. Jetzt aber wieder zurück mit den Gedanken ins Warme. Oh ja. Wie verrückt ist es eigentlich, mit dem eigenen Van in Mexiko am Strand zu stehen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist super verrückt. Also wir können es immer noch nicht glauben. Wir konnten es in Kanada nicht glauben, wir konnten es in den USA nicht glauben, auf einem anderen Kontinent. Mit dem eigenen Van, mit europäischem Kennzeichen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wir sind auch sehr gespannt, was da jetzt alles noch kommt. Apropos, was noch kommt. Wie geht eure Reise denn ungefähr weiter? Also, wer uns auf YouTube begleitet, hat gemerkt, dass wir ziemlich schnell durch die USA durchgerast sind. Und das soll nicht so bleiben. Unser Plan ist es, nachdem wir jetzt ungefähr 2,5 Monate in Mexiko bleiben werden, nochmal in die USA zu reisen. Also nochmal wieder hoch, bei ein bisschen wärmeren Temperaturen, denn auch da ist es ganz schön kalt. Und nochmal 3 Monate die USA zu bereisen. Und auch danach geht es noch weiter und wir werden bis Feuerland runter mit unserem Van die Panamericana Richtung Süden fahren. Wow, da habt ihr nochmal ganz schön was vor euch. Vermisst ihr denn auch mal Freunde und Familie unterwegs? Na klar, die vermissen wir eigentlich die ganze Zeit. Es ist immer wieder schön, zumindest mal kurz über WhatsApp oder FaceTime oder sonst was mit der Familie und mit den Freunden zu sprechen. Egal wie oft man es macht, es kommt eigentlich immer zu kurz. Freunde und Familie kommen nach der Reise wieder und dann hoffentlich nicht zu kurz. Wollt ihr denn für immer diesen Lebensstil machen? Also, wie eben auch schon gesagt, für uns ist es gerade für den Moment das absolut Richtige und wir können nicht sagen, wie lange wir das machen werden, aber bisher ist für uns eigentlich klar, dass wir nicht für immer diesen Lebensstil machen werden, sondern irgendwann zurück in die Nähe von Freunde, Familie, in die Heimat. Aber für den Moment werden wir das noch eine Weile machen. Klingt sehr gut. Und ist das denn dann auch die beste Art für euch zu reisen? Ja, also ich würde sagen, für uns ist es aktuell die schönste und beste Art, wie man ein Land und die Kultur und die Menschen am besten kennenlernen kann. Hast du 3 schnelle Vorteile fürs Vanlife? 3 schnelle Vorteile. Eins ist auf jeden Fall, du hast all deine Sachen dabei. Dein Bett, deine Küche, deine Lebensmittel, du hast immer alles dabei. Das zweite, du kannst das Land viel schöner bereisen. Du hast auch diese Strecken, wo du normalerweise von A nach B vielleicht fliegen würdest, auch mit dem Van und siehst eben auch, was dazwischen ist. Das dritte, ich würde sagen, mit einem Van oder mit einem Wohnmobil, man kommt so schnell in Kontakt mit anderen Gleichgesinnten, mit einem europäischen Kennzeichen, auch mit den Locals und
ja, hat so ganz, ganz viele Erfahrungen mit anderen Menschen und tauscht sich aus und das ist einfach, das macht richtig Spaß. Und jetzt im Gegensatz dazu vielleicht noch ein paar Nachteile. Ich habe es fast befürchtet. Nachteil, irgendwie das, was ein positiver Punkt ist, dass man alles dabei hat, ist vielleicht auch ein bisschen negativ, denn es ist alles auf ganz, ganz kleinem Raum. Man muss sich schon an diesen wenigen Raum gewöhnen. Manchmal wünscht man sich dann doch ein bisschen mehr Platz. Das Zweite, man muss schon gut organisiert sein und auch ein bisschen planen, denn ja, Wasser ist schnell leer, Gas ist irgendwann leer, man muss immer wieder tanken, man muss Sachen auffüllen und ja, man muss sich da ein bisschen zurechtfinden, wann man wo, wie, was am besten machen kann. Und das Dritte fällt mir jetzt gerade so spontan gar nicht ein, also da müsste ich schon arg überlegen. Die Vorteile überwiegen. Man könnte also sagen, die die Nachteile. Vorteile überwiegen definitiv, sonst würden wir das nicht so leben. Das kann ich gut nachvollziehen. Gibt es ein Vanlife-Geheimnis, wie es auf jeden Fall funktioniert? Oh, das glaube ich, gibt es nicht. Wenn, würde ich es gerne wissen. Wenn es jemand da draußen weiß, gebt uns Bescheid. Was wir sagen können und auch jedem empfehlen würden immer ist, das erstmal auszuprobieren. Vielleicht nicht gleich den Van nach Kanada verschiffen und sich 3 Jahre frei nehmen, sondern vielleicht mal 1, 2, 3 Wochen in dem Van zu zweit, wenn man es zu zweit macht oder auch alleine, erstmal ausprobieren und gucken, ob man mit diesen Gegebenheiten überhaupt zurechtkommt. Und ja, wenn das passt, dann steht einem eigentlich alles offen und man sollte es einfach machen und genießen. Das stimmt. Also ist es schon irgendwie wie mit allem im Leben, oder? Keine Ahnung, ob ich das beantworten kann, aber ja, wahrscheinlich schon. Es gibt keine Blaupause, wo man sagen kann, so und nicht anders funktioniert es. Jeder Mensch ist anders, jeder reist anders. Der eine fährt mit der AIDA, dem macht es genauso Spaß wie uns das Leben in einem Van. Also einfach ausprobieren. Wenn man dann jetzt noch Fragen hätte an euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Man kann unter jedes Video, was bei uns rauskommt, immer alle Fragen, die man hat, unter das Video stellen. Das muss auch gar nicht immer passend zu dem Video sein, sondern wir lesen alles durch, wir beantworten alles. Und ja, wer das auf YouTube nicht machen möchte, kann auch auf Instagram schreiben. Neuland.stories, auch auf Instagram versuchen wir eigentlich immer alles zu beantworten. Also Kommentar oder Instagram DM, schreibt uns einfach. Sehr schön. Jetzt zum Abschluss. Was würdet ihr zukünftigen Vanlife-Neulingen denn raten? Eigentlich genau das, was ich eben schon gesagt habe. Also probiert es aus, testet, ob Vanlife was für euch ist. Und wenn ihr schon ein bisschen diese Idee habt, kann ich mir vorstellen, die Chance ist sehr hoch, dass ihr richtig viel Spaß daran haben werdet. Und egal ob Ausbau oder auf Reisen, die Community ist fantastisch, riesengroß. Ihr könnt einfach die Leute anschreiben, egal ob Instagram, ihr müsst nicht uns schreiben. Ihr könnt jeden, der irgendwie damit zu tun hat, ihr werdet immer eine Antwort kriegen. Also die Community ist schon fantastisch. Ihr werdet nie allein gelassen. Und ja, unser Rat ist, versucht es einfach, macht es. Und das klang doch nach sehr schönen abschließenden Worten. Vielen Dank. Das war das 70+3 Interview an Vanlife. das ging schnell. Das ging schnell. Dankeschön. Dürfen wir vielleicht zusammen die letzten Worte sprechen? Aber na klar. Cool. Ja, danke fürs Vorbeikommen. Danke für eure Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber, falls noch nicht alles beantwortet ist, trotz dieser vielen Fragen, einfach unten in die Kommentare hauen. Danke. Ende.